Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Nummer 4. Ich bin immer noch Dominik, das ist immer noch Jan, wir sind immer noch bei OneFootball und wir sind beide hier privat unterwegs. Genau, und wir sind immer noch hier, um über Trikots zu sprechen, und wir haben uns gedacht, heute startet die EM, warum nicht mal über EM-Trikots sprechen, und gesagt oder gedacht, getan. Here we are. Genau. So sieht's aus. Und deswegen reden wir heute über EM-Trikots. Wir haben natürlich gesagt EM-Spezial, beziehungsweise wir beschäftigen uns mit den Nationalmannschaft-Trikots und dann das hier. Wie ihr wahrscheinlich noch wisst, wir haben immer das Quiz der Woche und wir beschäftigen uns noch mit der Auflösung und wollen natürlich wissen, Jan, wie schaut's aus? Weißt du's? Ich hoffe doch. Also ich meine, es ist 1860 München, das ist eindeutig, es ist auch das Heimtrikot, die Farben verraten es. Und dann würde ich mal behaupten, dass es aus der Saison 95-96 ist. Ja, tatsächlich. Also ich dachte, damit kriege ich dich. Aber anscheinend... Vielleicht so vor 3 Jahren, vor 2 Jahren, vielleicht gerade so. Für mich verraten hat so dass die Kombination aus Nike und Swoosh-Logo in einem. Das hatte Nike ja zur Saison 2019, 2020 für ganz, ganz viele dritte Trikots, so für Barca, Chelsea, Atletico, PSG, da sind richtig viele schöne Trikots dabei entstanden. Haben sie das wieder aufgegriffen und in dem Zusammenhang hatte ich doch nochmal nachgeschaut, wann gab es das denn so, wann hatte man das schon mal, und da bin ich dann eben in der Saison 95, 96 gelandet und deswegen, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob es das vielleicht nicht sogar in einem anderen Jahr schon mal gab. Aber ich wusste eben, dass es in der Saison 95, 96 so war und deswegen... Man kann dem mal nichts vormachen. Tatsächlich vielleicht noch coole Infos für die richtigen Bundesliga Classic Ultras unter euch. In diesem Trikot, vielleicht nicht direkt in diesem, aber in diesem Design des Trikots spielten unter anderem für 1860 damals René Riedlewitz, Jens Jeremies, Miki Stevic und die Dortmund Ultras werden sich erinnern, Bernd Meyer, mittlerweile, Gott hab ihn selig, verstorbener Torwart, der stand noch bei 1860 mit dem Tor. Ja, die absolute Creme de la Creme. Richtig, diesmal geht es einfach um ein Ranking der Woche. Ja, und zwar dachten wir uns, geleakt ist ja jetzt nichts mehr bei den EM-Trikots, dann geht ja heute los, wäre ein bisschen spät. Veröffentlicht ist jetzt auch ein bisschen spät dran, deswegen haben wir uns gedacht, gucken wir uns erstmal die 24 Heimtrikots an, die bei der EM dann so auftauchen im Laufe des Wettbewerbes. Und jeder macht einfach eine persönliche Top 3 und die werfen wir uns jetzt hier gleich mal gegenseitig an den Kopf. Sehen mal, was der andere jeweils damit macht, sehen dann auch, was ihr damit macht. Genau, und dann schauen wir mal. Ich würde sagen, Dominik, du kannst gerne den Anfang machen. Wir hatten es bei OneFootball schon mal kurz aufgegriffen unter dem Titel "Zeigt her eure Kleider, die schönsten Trikots der anstehenden Euro". Und in diesem Fall geht es jetzt noch auf die persönliche Ebene und ich würde mit dem 3. Platz anfangen. England, die Three Lions, überzeugen mit Klassik, aber auch nicem 90er-Style. Wichtig für mich dabei, nur mit Flock wird das Trikot erst richtig rund, weil es den Akzent hat, den man jetzt bei den Länderspielen gesehen hat, diesen roten Akzent, und es ist für mich ein richtig nices Trikot, auch die Ausrichtung komplett zentral untereinander, wunderbar, für mich absolut gelungen. Top-Wahl kann ich absolut nachvollziehen, ich spoiler schon mal, es hat es bei mir nicht in die Top 3 geschafft, was an der hervorragenden Qualität an Trikots allgemein, heim, auswärts, teilweise noch der dritten Trikots liegt, die wir einfach bei dieser Euro haben, aber es ist ein Schmuckstück, auch es ist sehr schlicht, aber es hat angenehme, so dunkelblaue und rote Akzente, das ist eine tolle Harmonie in dem Trikot. Ja, wir steigen bei meiner Top 3 ein und bleiben dafür allerdings in der Gruppe D, und ich habe ja schon gespoilert, England ist nicht dabei, es ist trotzdem ein Team von der Insel, nämlich Schottland. Auch an sich ein relativ schlichtes Design auf den ersten Blick, es ist dunkelblau, es hat weiße Streifen auf den Ärmeln, es hat weiße und rote Akzente an den Enden der Ärmel. Und dann hat es aber bei genauerem Hinsehen doch auch noch so eine angenehme Musterung, die sich über den kompletten Brustbereich zieht. So was leicht dunkelblau verwaschenes, eben so in Streifenform. Und ich finde, das gibt so diesem insgesamt sehr ruhigen Design, diesem sehr schlichten Design eine doch noch angenehm spannende Note und macht es Top 3 würdig.
kann ich nur mitgehen. Also wirklich, du schaust von Weitem drauf, du hast ein sehr ruhiges, sehr schönes, ein angenehmes Trikot, aber trotzdem haben sie sich es nicht nehmen lassen, bei Adidas zu sagen, ein kleines Detail, aber nur, wenn du näher rangehst. Ja, weiter geht's logischerweise mit Platz 2 und auf Platz 2 steht bei mir Portugal. Auch ein sehr schlichtes Trikot. Es ist ein schöner Rotton, es hat ganz dezente güldene Akzente und dann eben auch noch ein bisschen so die Landesfarben mit drin, so grüne Streifen an den Seiten, schwarz auch ein bisschen. Und ich finde das unfassbar edel, eben auch in dieser Kombination mit Rot. Das ist fast das Beste, was die Euro zu bieten hat. Für mich hat es so einen leichten Poloshirt-Charakter und das macht für mich das Trikot so ein bisschen leider kaputt. Also ich gehe mit, der Farbton wunderschön, ein richtig schönes Rot und der Flock in diesem Fall, weil es ja auch Nike ist, wie bei den Engländern eigentlich, aber irgendwie ist der bei denen zu knallig und auch zu gold. Sie sind Europameister, dementsprechend dürfen sie es gerne machen, aber die U21 hat auch schon in diesem Trikot gespielt und die sind nicht Europameister geworden. Liefen aber trotzdem schon mit diesen riesigen goldenen Lettern auf. Deswegen, ich kann es verstehen, meine Wahl ist es natürlich nicht. Mein Platz 2 sorgt garantiert für Ärger bei der Familie und zwar sind es Ons Oranje. Die Niederlande machen ja im Prinzip jedes Jahr das Gleiche mit ihrem Orange. Kann man sehen, wie man will. Aber jetzt kommen die Details ins Spiel und die Niederlande haben ja normalerweise, das hatte ich im Artikel damals ja auch schon mal erwähnt, diesmal 2 Löwen versteckt. Einmal im Wappen des niederländischen Fußballverbandes KNVB und einmal unfassbar präsent auf dem kompletten Trikot in so einer Art Mosaikmuster. Und das, was man nur bei einer entsprechenden Beleuchtung oder Winkel richtig sieht und deswegen auch richtig cool gemacht. Und natürlich Memphis Depay als Liga-King feiert dieses Trikot wahrscheinlich nochmal 3000 Mal mehr. Aber deswegen finde ich für mich richtig nices, leichtes Detail, astrein. Kann ich auch absolut nachvollziehen, auch eines der schönsten Trikots bei der EM für mich. Und du hast es schon gesagt, also Memphis Depay ist eigentlich die perfekte Werbefigur für dieses Trikot. Total. Nike macht es. Drrrt. Stell dir Trommelwirbel vor. Mein Platz 1, endlich bei einer EM dabei, Finnland. Denn, Achtung, jetzt kommt's. Wir sind bei Nationalmannschaften. Die haben Flaggen. Viele Flaggen passen nie auf ein Trikot. Finnland hat es einfach geschafft, in Zusammenarbeit mit Nike, die eigene Flagge farblich abzusetzen, zu integrieren und das komplette Trikot dadurch richtig rund aussehen zu lassen. Das ist für mich perfekt. Es braucht gar kein Design. Es reicht manchmal die eigene Flagge und schon hast du ein rundes Trikot. Ja, also stimmt absolut. Man hat noch ein bisschen einen Farbverlauf reingebracht. Das sieht schon auch sehr schön aus, ja. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, fehlt noch genau ein Trikot, nämlich meine Nummer 1 und die kommt aus Italien. Unfassbar schönes Heimtrikot. Klar, auf den ersten Blick ist es vor allem klassisch, es ist blau, dunkelblauer Kragen, hier noch ein güldenes Puma-Logo, also schon mal sehr edel. Und dann, man muss gar nicht so genau hinschauen, dann erkennt man schon diese Musterung, die sich über das komplette Trikot zieht, dieses Renaissance-Design, was so an die Architektur eben jener Zeit erinnern soll und was ja auch bei dem dritten Trikot ebenfalls mit dabei ist. Und das finde ich sagenhaft schön, es ist so edel und besser geht es eben bei der EM nicht. Ja, die Italiener sind für schicke Trikots bekannt, das ist nun mal leider so. Ebenso bekannt wie uns meistens rauszukicken. Hoffentlich diesmal nicht. Und ansonsten, ja, übrigens auch goldener Flock hinten. Ja. Die Lettern auch Gold, das scheint eine Modefarbe zu sein. Interessanterweise die Italiener aber bei Europameisterschaften gar nicht so erfolgreich. Genau, nur ein Titel 68 geholt. Deswegen haben wir es auch nur bei der EM bisher geschafft, sie mal rauszuhauen. Ne? Also. Ja. Wir kommen zum Full Kit Wanker der Woche und der führt uns nach England. Genau, wo wir einen richtig großen Trikot-Fan gefunden haben, zumindest wenn man seiner Instagram-Sammlung an Bildern Glauben schenken darf. Und trotzdem lässt er uns hier relativ im Stich, weil wir nämlich nur ein zwar sehr schönes, aber eben auch nur das Italien-Trikot sehen.
Ja, ich finde es auch ist eine Frechheit. Also wir sind hier gefühlt jetzt mittlerweile, wir wachsen exponentiell nach oben, haben mittlerweile 120 Abonnenten und dementsprechend erwarten wir hier einfach ein bisschen mehr. Und dann kannst du hier nicht einfach mal ein Foto machen, das mal eben hochladen und dann bist du plötzlich der Meinung, du bist hier in dieser Kategorie mit dabei, dann wirst du auch entsprechend bewertet, mein Freund. So, und das, wenn du es hier nur ein Trikot ist, da kann es auch das schönste Trikot der Welt sein, 4 von 10. Mehr ist nicht drin, tut mir leid. So ist es. Und da wir aber schon dabei sind, ihr könnt es gerne besser machen und uns in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen gerne... Monaten, Jahren. Ja, einfach immer. Rund um die Uhr auch. Gerne Bilder von euch zu schicken als Full Kit Wanker. Dann greifen wir euch hier gerne auf und bewerten euch natürlich genauso kritisch, wie wir das jetzt gerade auch gemacht haben. Und ja, schauen wir mal, ob ihr mehr als 4 Sterne kriegt. Ich glaube, wenn ihr mehr als nur das Trikot tragt, dann schafft ihr das. Aber also schickt uns gerne auch mal Bilder zu. Das ging relativ fix, deswegen kommen wir jetzt schon zur Storytime. Ich war letzte Woche dran, ihr erinnert euch vielleicht noch an das BVB-Sondertrikot in schwarz-gelb und irgendwie geht es mit diesen Farben zumindest weiter. Ganz genau, denn ich darf ja heute was zeigen und ich habe hier was anderes Schwarz-Gelbes mitgenommen. Das ist nicht ganz so oft in der Champions League unterwegs. Ganz schön weit weg sogar davon, nämlich ein Heimtrikot von Dynamo Dresden. Oh ja. Das ist das Heimtrikot, ich habe es ja gerade schon gesagt, aus der Saison 1920, also rein sportlich betrachtet für die Dresdner echt eine üble Spielzeit. Endete mit dem Abstieg, bekanntermaßen sind sie jetzt in dieser Saison wieder neu aufgestiegen, also Kapitel wirklich endgültig geschlossen. Und was ich relativ besonders finde an dem Shirt ist zum Beispiel der Ausstatter-Craft. Das ist jetzt was man, wenn man so in den Top-Ligen unterwegs ist, eigentlich gar nicht hat. Und was ich persönlich auch noch relativ schön finde an dem Trikot ist die Rückseite, wenn ich das auch mal ganz kurz hier ungewöhnlicherweise zeigen darf. Und zwar ist das kein geringerer als Patrick Ebert. Berliner Junge trifft es ja nicht ganz, ist ja aus Potsdam. Aber diese Unterscheidung machen auch nur Berliner. Wahrscheinlich, ja. Aber er ist natürlich aus der Hertha-Jugend und hat den Durchbruch zum Profi geschafft, als ich gerade selbst noch relativ jung war. War für mich immer ein sehr, sehr spannender Spieler. Ich hatte ein Trikot von ihm aus seiner ersten Profisaison. Und in dem Fall war das bei dem Trikot sogar so, dass ich im Online-Shop ursprünglich gar keine Nummer und gar keinen Namen anwählen konnte. Ich weiß nicht, ob das technisch nicht hingehauen hat, irgendwie ging es nicht. Und deswegen hatte ich zum Checkout noch eine persönliche Notiz geschrieben, dass ich doch ganz gerne den Patrick Ebert hinten drauf hätte mit der Nummer 20, wenn es irgendwie geht. Und dann war meine Freude relativ groß, als ich das Paket dann geöffnet habe und gesehen habe, dass es nicht nur ein schönes schwarz-gelbes Shirt ist, sondern dass auf der Rückseite auch Ebert drauf ist. Und das ist so meine schönste Verbindung zu diesem Trikot. Daumen hoch für Dresdens Trikotservice. Und fast habt ihr schon das Ende der heutigen Folge erreicht, aber da fehlt ja noch was. Das Beste kommt zum Schluss. Quiz der Woche. Ja, und das bin nicht ich, sondern das Trikot, was ich jetzt noch parat halte. Und zwar ist das dieses gute Stück hier. Hertha-Trikot. Richtig. Das ist also schon mal Major Spoiler gerade von dir. Nein, das ist natürlich eindeutig zu erkennen. Genau, ich bin gespannt, ob du das zugegebenermaßen eher knifflige Trikot bis zur nächsten Woche erraten kannst oder es auch so herausfindest und ob ihr das auch herausfindet. Genau, während Dominik hier schon mal ein bisschen rumtastet, würde ich sagen, war's das für heute. Gerne wie immer abonnieren, liken, kommentieren. Wir freuen uns über alles, was hier irgendwas mit Interaktion zu tun hat. Wie gesagt, gerne auch Fotos zuschicken für den Full Kit Wanker der Woche. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Das war's für uns. Ciao, tschüss.